Baal, der Gott des Mordens, ist tot. Allerdings teilte er seine Essenz auf eine unbekannte Anzahl zufälliger Sterblicher auf. Diese von Baal gezeichneten nennt man Baals Kinder, die Brut von Baal. Ein jeder von ihnen besitzt ungeahnte Kräfte. Der Protagonist in Baldur's Gate ist ein Waisenkind, das zusammen mit seiner Adoptivschwester Imoen in der Bibliotheksstadt Candlekeep, der Vergessenen Reiche, aufgewachsen ist. Die beiden sind Mündel eines mächtigen Magiers namens Gorion. Nachdem Attentäter in Candlekeep einmarschieren und den Protagonisten angreifen, flieht dieser mit Gorion. Jedoch werden sie in der Wildnis von einem Krieger namens Darevok überfallen. Gorion opfert sein Leben, um seinem Mündel die Flucht zu ermöglichen. Am nächsten Morgen schließt sich das Waisenkind mit seiner Schwester Imoen zusammen und gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Antworten. Der Protagonist beginnt, Abenteuer an der Schwertküste zu erleben. Nachdem er und seine Gefährten ein Rätsel um kontaminiertes Eisen in den Naschkel-Minen gelöst haben, erfahren sie von einer mächtigen Handelsorganisation namens Iron Throne. Als der Protagonist in der Stadt Baldur's Gate ankommt, erfährt er, dass der Anführer dieser Organisation Sarevok ist und dass er eine Krise verursacht hat, um in der Stadt an die Macht zu gelangen. Der Protagonist entdeckt später, dass sowohl er selbst als auch sein Widersacher beide Kinder des Baal sind, der zahlreiche Kinder erschaffen hat, damit diese als Instrumente seiner Wiederauferstehung dienen können. Sarevok schafft es fast, zum Großherzog von Baldur's Gate ernannt zu werden, bevor der Protagonist der Welt die finsteren Machenschaften offenbart und Sarevok und seine engsten Verbündeten dazu zwingt, in einen verlassenen Tempel von Baal zu fliehen. Die beiden Baals Kinder treffen im Tempel aufeinander, was zu Sarevoks Tod und Niederlage führt. Baldur's Gate 2 beginnt damit, dass der Protagonist in einer Zelle gefangen ist. Nach den Ereignissen von Baldur's Gate wurde der Protagonist von einem Zauberer namens John Irenicus gefangen genommen, der in seinem Kerker schreckliche Experimente durchführt. Imoen befreit den Protagonisten und es gelingt ihnen, an die Oberfläche zu fliehen, wo sie sich in der Stadt Athkatla wiederfinden. Doch Irenicus und Imoen werden von den verhüllten Zauberern, den magischen Wächtern der Stadt, verhaftet. Anschließend werden sie in eine streng bewachte Anstalt namens Spellhold gebracht. Der Protagonist entdeckt jemanden, der ihn nach Spellhold bringt, aber nur dann, wenn er 4 Gold bezahlt. Er und seine Gefährten geraten in Konflikt mit einem Vampir namens Bodhi, der in Athkatla eine Gruppe von Untoten anführt. Nach vielen Wochen des Abenteuers rund um Amt sammelt der Protagonist das Gold und wird nach Spellhold gebracht. Irenicus hat die Kontrolle über das Gefängnis übernommen und nutzt seine Magie, um die Seelen des Protagonisten und seiner Schwester Imoen zu stehlen. Es stellt sich heraus, dass auch Imoen ein Baalskind ist und dass ihre Seele Bodhi, der Schwester von Irenicus, übergeben wurde. Der Gruppe gelingt es, Irenicus zu besiegen und ihn aus Spellhold zu vertreiben. Nach ihrem Abenteuer im Unterreich kehren sie nach Athkatla zurück. Der Gruppe gelingt es, Bodhi zu töten, möglicherweise mit Hilfe des legendären Drizzt Do'Urden. Irenicus ist in die Elfenstadt Sulda Nesselar geflohen, wo er versucht, die Macht vom Baum des Lebens zu stehlen. Die Gruppe stellt sich Irenicus gegenüber und das Abenteuer führt sie alle bis in die Hölle. Irenicus wird dort schließlich getötet und sowohl die Seele des Protagonisten als auch die seiner Schwester Imoen
werden in ihre Körper zurückgebracht. Jedes Mal, wenn eines der Baalskinder starb, wurde der göttliche Funke, den die verbliebenen Kinder besaßen, stärker. Wie den Protagonisten gibt es auch andere Baalskinder in den vergessenen Reichen, die ihre eigenen Abenteuer erlebten und dabei mächtig wurden. Es bricht ein Krieg zwischen den großen 5 aus, den stärksten Verbliebenen der Baalskinder. Die 5 sind Ylacera, eine Elfenkampfmagierin, Sendai, eine Drow-Magierin, die ihr Bewusstsein zwischen verschiedenen Statuen überträgt. Abazigal, ein blauer Drache, der eine Armee von Drachen in die Schlacht führt. Balthasar, ein menschlicher Mönch, der Baals Fluch beenden will. Und Yagashura, ein Feuerriese, der ein magisches Ritual nutzte, um unverwundbar zu werden. Eine Frau namens Melisande versucht den Krieg zwischen den Baalskindern zu beenden, aber der Protagonist ist gezwungen, seine Geschwister zu töten. Es stellt sich heraus, dass Melisande in Wirklichkeit Amelisande ist, die ehemalige Hohepriesterin von Baal, die seinen Platz als neue Göttin des Mordes einnehmen möchte. Sie hatte den Baalskindern falsche Versprechungen gemacht und den Helden benutzt, um die 5 zu töten. Am Fuße von Baals Thron kommt es zum Entscheidungskampf. Als schließlich Amelisande getötet ist, zerstört der Held den Thron. Doch aller Bemühungen zum Trotz war Baals Rückkehr nicht mehr aufzuhalten.